Das Wechselspiel zwischen Tradition und Moderne, hier ist es besonders stark ausgeprägt. In Grönland hat tatsächlich eine sehr schnelle Entwicklung stattgefunden. Hier gibt es heute noch Menschen, die in Häusern aus Lehm und Torf geboren wurden, die mit Öllampen aus Robbenfett beleuchtet waren und die heute das teuerste Handy haben, das man finden kann. Manche haben sich sehr gut an diese moderne Welt angepasst. Es gibt aber auch andere, die mit dieser Entwicklung Schwierigkeiten haben und ihre Wurzeln suchen. Max hält an alten Traditionen fest. Er ist einer der wenigen, die noch Schlittenhunde haben. Im Sommer leben seine treuen Gefährten frei auf einer Insel, 40 Bootsminuten von Tiilerila entfernt. Alle paar Tage schaut er nach ihnen. Im Winter fährt er mit ihnen zur Jagd oder unternimmt Expeditionen. Doch heutzutage sind Hundeschlitten ein Auslaufmodell. Ich bin ein bisschen nostalgisch, was die Zeit angeht, als im Winter alles nach der Geschwindigkeit des Hundeschlittens ging und nicht nach der Anzahl der PS, die man hat. Aber ich bin natürlich fit und gesund. Ich klopfe auf Holz. Ich weiß nicht, ob es hier welches gibt. Ich genieße es. Klar, wenn ich Leute in meinem Alter sehe, viele waren sehr viel mit Hundeschlitten unterwegs. Heute fahren sie zu 90% mit Schneemobilen. Aber wenn ich das sehe, ich ziehe das hier vor. Was aber, wenn einen die körperliche Kraft verlässt? Wenn ein Unfall alles ändert? Wie lebt es sich dann im Osten Grönlands? Max schaut nach seinen Nachbarn Kristen und Ida. Ein Besuch läuft so ab. Du gehst einfach zur Tür rein, du sagst vorher nicht Bescheid. Du setzt dich hin. Du musst auch nicht reden. Du bist einfach da. Ida wurde in Tiilerila geboren. Sie und ihr Mann Kristen sind schon seit Generationen Jäger. Das sind mein Vater und meine Mutter. Mein Vater gehörte zu den großen Jägern im Dorf. Meine Mutter war Hebamme. Sie hat immer die Beute meines Vaters verarbeitet. Diese Tradition führten Kristen und Ida fort. Er fuhr mit dem Hundeschlitten raus, Ida kümmerte sich um das erlegte Tier. Doch dann kam Kristens Unfall. Ich war mit dem Hundeschlitten schnell unterwegs. Dann war da eine sehr spitze Eisscholle, die ich nicht gesehen habe. Mein Bein blieb im Eis stecken. Meine Kniescheibe wurde durch Metall ersetzt. Seitdem kann Kristen nicht mehr mit dem Hundeschlitten zur Jagd fahren. Der Unfall war ein Notfall. Kristen wurde ausgeflogen und in Nuuk operiert. In Tiilerila selbst gibt es keine medizinische Versorgung. Wenn man krank ist, geht man zu einer Person hier im Dorf. Sie hat keine medizinische Ausbildung. Meistens gibt sie ein Beruhigungsmittel und das war's. Wenn es dann wirklich schlimm ist, ist es zu spät. So ist das System. Zumindest in den kleinen Dörfern. In Nuuk ist die Situation eine andere. Zwar fehlt im gesamten grönländischen Gesundheitswesen Personal, doch Fachkräfte aus dem Ausland kommen am ehesten in die Hauptstadt. Die medizinische Versorgung, als ich schwanger war, war gut. Von Anfang an hat man hier eine Hebamme quasi, die einem zugeteilt ist. Und auch als dann die Geburt war und wir im Krankenhaus waren, die hatten Zeit für einen. Ist ja eine kleine Stadt, nicht so viele, die quasi gleichzeitig die Kinder kriegen. Man hat sich da eigentlich sehr geborgen gefühlt. Ein viel größeres Problem ist die Betreuungssituation. Nach 7 Monaten endet in Grönland die Elternzeit. Es gibt aber viel zu wenig Plätze in den öffentlichen Kitas.
Es war stressig. Am Ende hatten wir nur noch 1 oder 2 Monate Zeit. Schließlich haben wir dann aber doch eine Betreuung gefunden. Das war stressig, denn sonst hätte einer von uns ohne Gehalt zu Hause bleiben müssen. Verena und Brandur hatten Glück. Sie fanden eine private Tagesmutter für Josef. Die Grönländerin Sarah Lübert passt noch auf 2 dänische Jungen auf, Asbjørn und Manfred. Auch irgendwie schön, dass es jetzt eine grönländische Tagesmutter ist. Dadurch kriegt der Josef natürlich noch ein bisschen andere Kultur mit. Er kriegt auch die Sprache ein bisschen mit, was ich ja richtig cool finde. Sarah spricht mit den Kindern vor allem Dänisch und ein bisschen Grönländisch. Eine Sprache, die aber von den wenigsten Einwanderern in Nuuk beherrscht wird. Skal vi synge Bidak Asianguak Ramakakut Mayuakpo Sialui Tutsiput Bidachimamasapo. Im Osten der Insel ist es Max, der die grönländischen Kinder unterrichtet. Max ist Lehrer und leitet gleichzeitig die Schule von Tiilerila. 13 Schüler werden hier bis zur 8. Klasse unterrichtet von 2 Pädagogen, der Grönländerin Kirsten Bianco und Max. Er ist sehr wichtig hier. Er bringt ihnen das Kajakfahren, das grönländische und das moderne Leben bei. Und als er an der Westküste war und dann nach Hause kam, sagten die Kinder, unser Vater ist wieder zurück. Er ist wirklich ein Guter. Und die Kinder lieben, was er macht. Lehrer zu werden war für Max kein Berufswunsch. Er realisierte schließlich, dass er gebraucht wurde. Guten Morgen. Das Bildungssystem im Osten Grönlands war katastrophal. Kaum einer kam als Lehrer nach Tiilerila. Und wenn, dann waren es meist Dänen, die weder Grönländisch sprachen noch ein Diplom hatten. Ich habe im Radio und in den Zeitungen gehört, dass in Grönland mehrere 100 Lehrer in den Schulen fehlten. Der andere Grund war, dass ich auch Kinder habe. Da wurde mir bewusst, was für ein enormes Glück ich gehabt hatte, dass ich in Frankreich zur Schule gegangen bin mit Lehrern, die mir sehr viel beigebracht haben. Da habe ich mir gesagt, es gibt eine riesige Kluft und ich könnte da vielleicht wirklich etwas tun. Die Alten haben mir damals das Jagen beigebracht. Ich habe viel von ihnen gelernt. Es wäre schön, wenn ich etwas zurückgeben könnte. Und so zog Max zusammen mit seiner Familie für 4,5 Jahre nach Nuuk, um sich als Lehrer ausbilden zu lassen. Das ist die gleiche Zahl wie hier, 42. Es ist nur das Komma, das den Platz wechselt. Für die Kinder im Dorf ist Max mehr als bloß ein Lehrer. Mit der Basisausbildung, die ich ihnen gebe, will ich ihnen Freude an der Anstrengung vermitteln. Sie sollen merken, dass alles, was man tut, nicht immer sofort fertig und nicht immer auf Anhieb gut sein muss. Nach der 8. Klasse ist die schulische Laufbahn in Tiilerila zu Ende. Wer weiter lernen will, muss um das 40 Kilometer entfernte Tassila oder sogar nach Nuuk ziehen. Die Jungen werden einen langen Atem brauchen. Was sie einmal werden wollen, wissen sie aber schon heute. Soldat. Feuerwehrmann. Jäger. Das ist bestimmt spannend. Neben dem Unterricht bringt Max ihnen auch das Kajakfahren bei. Eine Initiative, die er selbst vor einigen Jahren ins Leben gerufen hat. Ich fahre selbst gerne Kajak. Das mache ich, seit ich hier bin. Wenn ich etwas gerne mache, dann zeige ich es ihnen. Wir haben sehr unterschiedliche Kajaks. Sehr breite, sehr große. Manche sind wie grönländische Kajaks gebaut. Eine alte Tradition, ja, aber vor allem soll es Spaß machen. Grönland war lange Zeit das Land der Kajaks. Schon das Wort stammt aus dem Grönländischen. Und doch waren die einstigen Jagdboote aus der Lebensrealität der Menschen hier verschwunden. Motorboote hatten sie ersetzt.
Max wollte die Tradition wieder aufleben lassen und baute in den langen Wintern zusammen mit seinen Schülern eigene Kajaks. Warum ich euch das zeige? Man kann damit das Paddel so aufs Wasser drücken, dass sich das Kajak neigt, ohne sich komplett zu drehen. Es geht um Tradition und Spaß, aber letztlich auch darum, dass die Kinder Selbstbewusstsein und Stolz entwickeln. Hast du gesehen, dass ich bis nach ganz hinten zum Eis gepaddelt bin? Bis nach ganz hinten? Toll. Das ist ein Projekt, das nicht einfach so entstanden ist. Da wurde viel Zeit reingesteckt. Mehrere Jahre, um das zu realisieren. Es liegt mir am Herzen, weil ich es toll finde. Dass die Jugendlichen in Grönland wenig Perspektive haben, ist für die Kinder in Tiilerila noch kein Thema. Und doch ist hier im Osten Grönlands die Arbeitslosigkeit 6-mal höher als in Nuuk. 1/3 der grönländischen Schüler hat keinen Abschluss. Es gibt einen Mangel an Facharbeitern, der zumeist mit Dänen ausgeglichen wird. Viele starten hier ihre Karrieren, kehren dann aber schnell wieder zurück in ihre Heimat. Verena ist geblieben. Seit knapp einem Jahr arbeitet sie als Abteilungsleiterin in der Personalentwicklung der staatlichen Reederei. Ihr Team besteht fast ausschließlich aus Grönländern. Da ich mit Menschen arbeite, die hier aus Grönland kommen, ist es natürlich die grönländische Kultur, die quasi der Kern der Sache ist. Dass man zum Beispiel nicht einfach irgendwelche Theorien der Personalentwicklung nimmt, die in, weiß ich jetzt nicht, Deutschland, England, Frankreich produziert wurden, sondern dass wir uns überlegen, was passt für die Menschen, die für uns arbeiten, wie passt es in diese Kultur rein. Es gibt eine spezielle grönländische Arbeitskultur. Das ist zum einen, dass man sowohl sehr direkt miteinander spricht, aber auch teilweise ein bisschen konfliktscheu sein kann. Dass man spontan ist. Zum Beispiel, wenn man gerne frei haben möchte und das Wetter ist schlecht, dann kann es sein, dass der Mitarbeiter kommt und sagt, ich will trotzdem nicht frei haben. Das Wetter ist schlecht, das macht ja keinen Sinn, ich komme ja gar nicht raus mit dem Boot. Kann ich nächste Woche stattdessen frei haben? Ja, so Sachen sind natürlich anders. Dass sich Verena in der grönländischen Kultur so gut auskennt, weiß ihre Chefin Bibiane Boye Hansen zu schätzen. Wenn bei unseren Mitarbeitern Veränderungen anstehen, müssen sie die auch verstehen können. Man kann das nicht einfach nur übersetzen. Verena legt bei ihrer täglichen Arbeit deshalb viel Wert darauf zu sagen, macht das zuerst auf Grönländisch, dann könnt ihr es auf Dänisch übersetzen. Wenn Grönländer merken, dass ihre Lebensweise, ihre Traditionen und ihr Wesen respektiert werden, sind sie sehr offen. Dann sind sie bereit, Ausländer anzunehmen und sie als Teil von sich selbst zu sehen. Verena hat in Grönland neue Freunde gefunden. Sowohl Expats als auch Grönländer. Ihre deutsche Familie aber ist weit entfernt. Sie zu besuchen, teuer. Was ihr bleibt, sind Gespräche per Telefon oder Internet. Heute skypt sie mit ihrer Schwester Caro. Würdest du nicht jetzt mal vorbeikommen? Ja, das war der Plan, aber ich glaube, der Plan ist jetzt leider erstmal wieder geändert. Ich denke, dass wir gegen Weihnachten eher erst vorbeikommen. Der Brand nimmt den. Trotz der Entfernung will Verena ihre Familie am Aufwachsen von Josef teilhaben lassen. Man gewöhnt sich einfach daran, dass ich einfach nur Fotos oder viele Fotos und Videos von Josef habe. Meine Eltern würden ihn, glaube ich, wirklich gerne häufiger sehen und gerne mehr mit ihm erleben. Ja, es hat sich halt einfach so über die Jahre so entwickelt. Verena versucht meist, ihre Urlaube mit einem Besuch in Deutschland zu verbinden. Eine Sorge aber bleibt. Wenn jetzt mal wirklich was passieren würde in der Familie, dauert es halt wahrscheinlich 2 Tage, bis ich ankomme. Und das ist dann schon was, wo man manchmal drüber nachdenkt und denkt, uff, hoffentlich muss ich das nicht erleben. Nach Deutschland zurückzukehren ist für Verena momentan keine Option. Die Frage, wo sie und Brandur in Zukunft leben möchten, stellen sie sich nicht.
Ich finde, dass wir die grönländische Mentalität, dass man eben im Jetzt und im Hier lebt, schon sehr angenommen haben. Jetzt, momentan gefällt es uns hier sehr gut und es war so die letzten 5 Jahre. Und mal schauen, wie viele Jahre es halt noch werden. Wann ist man vollständig in eine neue Kultur integriert? Gibt es dafür Anzeichen? Vor 10 Jahren wurde Max gefragt, ob er nicht Organist der Dorfkirche werden wolle. Ein Vertrauensbeweis der Dorfbevölkerung? Vertrauen wird nach und nach aufgebaut. Es baute sich auf, weil ich geblieben bin. Ich glaube, die Einwohner sehen eine gewisse Stabilität in dem, was ich tue. Jemand kann sehr gut spielen, doch dann reißt er wieder ab. Beim kleinsten Sturm sind sie alle weg. Für die Dorfbewohner spielt sich das Leben aber hier ab. Um sie wirklich zu verstehen, muss man bleiben und sich den Herausforderungen stellen. In diesem Sinne bin ich vollständig in das Dorf integriert. Für Max wird es Zeit, sich auf den nächsten Winter vorzubereiten. Dünn geschnittene Robbenhaut zieht er glatt, bis sie zu festen Schnüren für den Hundeschlitten wird. Max führt ein körperlich anstrengendes Leben in Tiilerila. Will er für immer bleiben? Ich sehe mich mit einem kleinen Boot, 3 oder 4 Hunden jagen und fischen gehen. Momentan geht es mir gut. Wenn ich aber meine Kräfte verliere und die Mobilität immer mehr abnimmt, so wie bei allen, kann und will ich dann noch hier bleiben? Bin ich dann noch in der Lage, hier zu leben? Das frage ich mich schon. Wir werden sehen.